Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute die Burgruine Hartneitstein hier im Lavantal zeigen und dir ein wenig die Geschichte davon erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Also, los geht's! Hoch über den Lavantal, auf einem bewaldeten Hang der Koralpe, liegt die Burgruine Hartneitstein. Errichtet um das Jahr 1300 war es einst Symbol weltlicher Macht, Sitz eines Landesgerichts und Zentrum kirchlicher Verwaltung. Doch ihre Geschichte erzählt vom Aufstieg, Zerstörung und Bedeutungsverlust. Das Lavantal bildete im Mittelalter eine wichtige Grenze und Durchgangsregion zwischen Kärnten, der Steiermark und den Besitzungen des Bistums Bamberg. Burgen wie Hartneitstein, Weißeneck und Rabenstein dienten nicht nur der Verteidigung, sondern der Kontrolle von Menschen, Abgaben und Rechtsprechung. Um das Jahr 1300 ließ Hartneit von Weißeneck diese Höhenburg errichten. Der Name der Anlage geht direkt auf ihren Gründer zurück. Die Weißenegger gehörten zu jenen regionalen Adelsfamilien, die im Auftrag größerer Mächte, weltlicher wie geistlicher Herrschaft ausübten. Hartneitstein diente dabei als Wehrburg, Wohnsitz und Verwaltungszentrum. Im Jahr 1331 endete die Herrschaft der Weißenegger. Die Burg gelangte an die Herren von Walsee, eines der mächtigsten Adelsgeschlechter im südlichen Alpenraum. Unter den Walseern wurde Hartneitstein vermutlich erweitert und stärker befestigt, als Teil eines dichten Netzes an Herrschaftszentren. Nach dem Aussterben der Walseer im Jahr 1363 fiel Hartneitstein an die Grafen von Cilli. Diese zählten zu den einflussreichsten Dynastien Mitteleuropas und standen zeitweise in Konkurrenz zu den Habsburgern. Hartneitstein war nun Teil eines überregionalen Machtgefüges, weit mehr als eine einfache Grenzburg. Im Jahr 1425 kam es zu einem bedeutenden Tauschgeschäft. Hermann II. Von Cilli übergab die Burg Hartneitstein und Weißeneck samt Landesgericht an das Bistum Bamberg. Im Gegenzug erhielt er die Feste Hohen Maupen bei Mutha. Damit wurde Hartneitstein endgültig zur kirchlichen Gerichtsbarkeit, ein Zentrum von Recht und Ordnung im unteren Lavantal.
Als Sitz eines Landesgerichts war Hartneitstein zuständig für schwere Vergehen, Besitzfragen und Abgaben. Hier wurden Urteile gesprochen, Frondienste festgelegt und Konflikte geschlichtet. Für die bäuerliche Bevölkerung des Lavantals war die Burg ein Ort der Macht, gefürchtet und respektiert zugleich. Im Jahr 1469 erreichte die osmanische Bedrohung auch die abgelegene Höhenburg. Hartneitstein wurde überfallen und niedergebrannt. Doch als Gerichtssitz war sie zu wichtig. Die Anlage wurde wieder aufgebaut, wenn auch vermutlich vereinfacht. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts verlagerte sich die Verwaltung zunehmend nach Wolfsberg. Die Höhenlage der Burg war nun Nachteil statt Vorteil. Im 18. Jahrhundert beschleunigte sich der Verfall. Mauern wurden nicht mehr instand gehalten, Dächer stürzten ein. Der ursprüngliche rund 25 Meter hohe quadratische Bergfried war das Herz der Anlage. Das gotische profilierte Tor, das Torwächterhaus sowie die Palasreste stammen aus späteren Ausbauphasen des 14. und 15. Jahrhunderts. Heute geben diese Überreste einen eindrucksvollen Einblick in die Baugeschichte einer mittelalterlichen Gerichtsburg. Die Burgruine Hartneitstein steht exemplarisch für viele Höhenburgen Kärntens. Errichtet aus Machtstreben, genutzt für Recht und Verwaltung, zerstört durch Kriege und schließlich von Wandel der Zeit überholt. Was bleibt, ist ein steinernes Denkmal regionaler Geschichte, hoch über dem Lavantal. Ja, das war die Geschichte von der Burgruine Hartneitstein hier auf der Chooralpe in Kärnten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Go Traveler. Also, Vierte.